Der regulatorische Druck für Unternehmen steigt. Allein durch den europäischen Green Deal gibt es weit über 100 neue gesetzliche Vorhaben, die Unternehmen beachten müssen und die Unternehmen auch umsetzen müssen in ihren Unternehmensprozessen. Und dadurch steigt natürlich auch das Risiko für Unternehmen, Fehler zu machen, und damit erhöht sich das Haftungsrisiko. Der häufigste Fehler, den Unternehmen dabei machen, ist für jedes einzelne gesetzliche Vorhaben einzelne Governance-Systeme im Unternehmen zu implementieren, die dann siloartig nebeneinander stehen. Das führt zunächst mal zu höheren Verwaltungskosten, zum Aufbau von Personal und damit auch zu mangelnder Effizienz, also zu größerer Unbeweglichkeit und eine mangelnde Fähigkeit, auch auf gesetzliche Neuerungen angemessen zu reagieren, weil sich die Unternehmensprozesse extrem verlangsamen. Idealerweise sollten Unternehmen ein einheitliches Governance-System implementieren, das sämtliche gesetzliche Regelungen berücksichtigt, die für das Unternehmen relevant sind. Das erfordert für Unternehmen eine tiefgreifende Änderung sämtlicher Unternehmensprozesse. Die Unternehmensprozesse müssen so transformiert, also umgewandelt werden, dass sie für die rechtlichen Regelungen im ESG-Bereich auch gelten. Ich beobachte dabei häufig, dass viele Unternehmen die notwendige Anpassung der Unternehmensprozesse lediglich skizzieren, das heißt in der Theorie entwerfen. Ich rate Unternehmen dazu, frühzeitig mit der Umsetzung zu beginnen und dann im Doing herauszufinden, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Ich kenne die Unternehmensseite und weiß daher auch um die Schwierigkeiten in der Praxis bei der Implementierung. In der Beratung nutze ich dann die Governance-Systeme wie so eine Art Baukasten. Das heißt, die einzelnen Elemente wie Risikoanalyse, Relevanzanalyse, Richtlinien, Schulungen für Mitarbeiter, Überwachung und Verbesserung, all das kann ich passgenau bei meinen Mandanten implementieren.